Ja, wo ist der Unterschied zwischen einer Psychose und dem Erwachen? Psychose ist halt einfach eine große Denkaktivität. Und wenn die Denkaktivität ins Spirituelle genommen wird, passiert da eigentlich dasselbe. Werden eigentlich Welten erschaffen. Also all die Dinge, die wir sagen oder andere Teacher sagen, werden wie erschaffen im Mind und sind eigentlich wie nicht das Reale, aber sie werden oft für real gehalten. Sie werden oft für real gehalten. Der Mind hat eigentlich eine mega Power. Der Mind kann das, was im Satsang geteacht wird oder spirituelle Lehrer erklären, nehmen und wirklich erschaffen. Also der Mind kann das machbar machen, ne? Dass man das Gefühl hat, ich check, was die meinen. Ja. Aber das Geheimnis ist, dass der Mind da nicht hin kann. Ja. Auf das, wo spirituelle Lehrer hindeuten, also die wirklich die Wahrheit realisiert haben. Also geht das gar nicht. Ne? Nee, weil es ja wie außerhalb vom Mind ist. Ne? Ja. Es ist, das, worüber wir reden, ist außerhalb vom Mind. Und also kann es wie nicht erschaffen werden vom Mind, dann ist es immer noch im Mind. Ne? Ja. Aber das Bild davon kann genommen werden und erschaffen werden und so. Ne? Und das ist was, wo ich glaube, viele auch erliegen. Also diese Bilder, ne? Sie haben eine Erfahrung gemacht oder ein Erlebnis und haben dann das Gefühl, das ist so und sie leben das so, anstatt sich immer wieder zu hinterfragen, ist das so oder ist das nur ein Gedanke, der sich aufbaut? Und das ist aber einfach, finde ich, mega schwierig. Wenn du kein Gegenüber hast, und du hast einen Mind, der das erschaffen kann, wie willst du merken, dass du einer Illusion aufliegst? Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass das sicher, das ist eigentlich so ähnlich wie auch so Leute, die so das Gefühl haben, sie haben Macht oder sie wissen was oder also es ist wie so, wenn du kein Gegenüber, wenn du irgendwo hier bist und da ist keiner mehr, der dir was sagen kann. Ja. Du merkst gar nicht, dass das vielleicht too much ist oder dass vielleicht du Menschen damit verletzt oder so. Ne? Das ist so ein... oder man so der Realität entflieht. Genau, dass das nicht mehr real ist, mit der Realität wenig zu tun hat. Ja. Ne? Und wir haben das oft, also ich merke das, wenn ich was erzähle und ich merke, das ist so, plötzlich ist so, irgendwie stimmt das nicht. Ja. Ne? Und das ist aber, weil ich das erzähle, weil ich dir das vielleicht erzähle und dann merke ich, irgendwie ist das in mein Ding. Und wenn die Wahrheit wirklich erkannt wird, dann ist das, wenn man das erzählt, hat das so eine Resonanz, auch bei dir, ne, beim Gegenüber, hat das eine Resonanz. Und dann merkst du, das ist real, das ist wahr. Ja, aber die schönen Worte oder so, die haben eigentlich schon immer eine Resonanz. Das tönt schon gut. Ich bin Gott, weißt du, da. Ich bin nicht der Körper oder Gefühle oder Traumas. Da ist ja viel halt einfach auch so, ich würde sagen, so psychotisch kann man oft erkennen, indem man sich halt nicht mehr den Gefühlen und den Traumas zuwendet. Das habe ich auch das Gefühl, das ist eigentlich wie so typisch für den Mind. Ne? Also das Real, die Realität vom Leben, also das mühsame Leben, der Schmerz, die Emotionen, die Auseinandersetzung mit Menschen, dass man sich dem nicht mehr aussetzt so und eigentlich in der Position bleibt. Ne? In der Position bleibt von, hier ist nichts, das kann ich nicht. Das habe ich nicht mehr nötig, das macht mir nichts. Das macht mir nichts und so. Und wenn wir die Sprüche hören, ist meistens bei uns irgendwie so, oh, Alarm. Ne, so. Und wir weisen ja eigentlich auch gern eigentlich auf diese Gefühle hin, dieses Fühlen, dieses tatsächliche Hier-Sein, ne? Und dieses Traumatische, was tatsächlich auch da ist. Ne? Und die Sachen haben ja alle tatsächlich eine Wahrheit. Es ist ja was, wo Heil ist in einem. Ne? Und man müsste nicht die Traumas anschauen, man müsste nicht die Gefühle fühlen, die da sind. Ne? Aber wenn man wirklich eins ist, wenn man wirklich dieser weite Raum von dieser Wahrnehmung ist, wer hält dann zurück zu fühlen oder die Traumas tatsächlich zu erfahren und vielleicht zu befreien? Wer macht das? Das kann nur der psychotische Mind, also der Mind hält sich zurück. Also eine Position hält sich zurück, die erwacht sein will oder die erleuchtet sein wollen.
Die wirkliche Erleuchtung ist, das Innen und Außen eigentlich zu vereinen. Ne? Also du bist eigentlich im Trauma und außerhalb vom Trauma. Du bist im Gefühl und außerhalb vom Gefühl. Und das ist wirkliche Heilung. Das ist eigentlich Einssein. Ne? Und jede Abspaltung, da mag ich mich auch gut daran erinnern, wie wir mal auf so einer Messe gewesen sind und diese Diskussion kam mit Ich bin Gott und so. Und du ja dann auch gesagt hast, das stimmt für dich nicht. Ne? Einfach ich bin Gott. Ne? Entweder ist das alles Gott oder keiner ist Gott. Aber dieses Ich bin Gott ist der Mind, der gerne Gott sein möchte, als in die Position geht von Gott. Ne? Und die Einheit oder das Göttliche, das kann immer nur im Ganzen eigentlich tatsächlich erlebt werden. Ne? Sobald man irgendwas wegschiebt, ist es psychotisch, könnte man sagen. Also tut der Mind eigentlich wie so reingehen. Ne? Also jeder, der auf dem spirituellen Weg ist, also ermutigen wir wenigstens, dass der den Mut hat, dem Leben zu begegnen. Weil eigentlich nur im Leben kannst du eigentlich das Göttliche erfahren, tatsächlich auch. Also im Dreck erfährst du das Göttliche. Im Trauma, im Schmerz kannst du erfahren, dass du mehr bist. Und dann ist es keine mentale Position mehr. Genau. Ja. Und du bist dir nicht zu schade, zu fühlen, zu weinen, Schmerz zu haben, wütend zu sein, ne? Es nicht im Griff zu haben. Wieso sollte man auch? Ne? Genau, und daran, finde ich, merkt man eigentlich diese Position vom Mind. Der Mind will eigentlich, der will es geschafft haben. Der will den Stempel, ich bin erwacht, ich bin erleuchtet, ich habe das nicht mehr nötig, bei mir kommt das alles nicht mehr, ich brauche das nicht mehr, ich bin Gott oder ich bin darüber hinaus. Und das ist eine Position. Ja. Und eigentlich unsere Aufgabe ist oft, die Menschen von diesen Positionen halt wieder runterzuholen. Ja. Und das ist oft ein schmerzhafter Prozess. Ne? Und deshalb, denke ich, haben wir auch gedacht, wir wollen das mal scheren, das Thema, dass ihr nicht alleine seid, halt die das hören. Ne? Es sind viele Menschen, die in so Positionen drin sind. Ne? Und es aber auch eine Befreiung daraus geht. Ja. Ne? Aber ihr müsst wie von dem Berg wieder runterkommen. Also es und diese Position ist oft auch so, wie du gesagt hast, so ein bisschen kühl. Ne? Das ist eigentlich, und daran merkt man, dass es eine Abspaltung ist. Und die fühlt sich auf Dauer, also für den Mind vielleicht gut an, aber so körperlich fühlt die sich nicht wirklich. Kalt, also die fühlt sich kalt, also ich bin nicht mehr verbunden eigentlich mit den Menschen, mit den ganzen Sachen, die so da sind. Symptomen. Genau. Und, so. Und für uns ist eigentlich dieser Weg zurück, also wenn wir zurückgehen also obwohl wir wissen, dass wir vielleicht mehr sind und diese Erfahrung gemacht haben, ich finde auch das ist eigentlich so die große Chance des Traumas wirklich heilen können. Ja. Wenn wir merken, dass wir mehr sind, dann kann ja der Schmerz einfach da sein, die Wut kann da sein, die Gefühle können da sein, die Probleme können da sein. Wir sind ja mehr, wir können die aushalten, wir können die. Und das ist eigentlich Erfahrung von Einheit, ne? Dass wir merken, okay, ich kann das fühlen, ich kann das aushalten, ich kann das handeln, ich bin mehr. So passiert eigentlich eine kollektive Heilung auch, also eine Heilung eigentlich vom Ganzen. Ja. Also wenn wir uns dem zuwenden, ne? Also dem ganzen manchmal Schmerz, Leid, aber genauso der Freude und der Lust und der Lebendigkeit und so, ne? Wo ja auch verneint wird. Also wird ja viel auch die Freude und die Lebendigkeit verneint, also im selben... Genau, das ist ja auch, wenn man in dieser Position hockt, ne? Dass man eigentlich die anderen Gefühle, die schönen, die Freude, die Liebe, die Lust, eigentlich auch und es ist oft verneint wird. Auch so schwierig, manchmal ist es ja wie fast peinlich von Spiritualität oder von Erwachen zu reden, wenn man von einer anderen Ecke das so komisch tönt. Also es sind ja oft dieselben Worte, die verwenden, ne? Aber aus dem Mind heraus. Und das hat so einen bitteren Nachgeschmack, denke ich manchmal. Also für uns fühlt sich das wie immer einfach falsch an. So, es fühlt sich wie so falsch an. Ne? Aber wir wollen uns auch nicht darstellen, als wüssten wir alles. Ne? Im Gegenteil. Ne? Aber wir erforschen alles. Ne? Und für uns bleibt wie so die Wahrheit eigentlich so übrig. Ne? Also die Wahrheit, ich würde sagen, wir challengen auch unsere eigenen
Teachings oder unsere eigenen Sachen, die rauskommen, die müssen nicht immer richtig sein. Ne? Also das ist, glaube ich, halt einfach auch. Also man geht in keine Position. Ne? Genau, jede Position wird eigentlich auch immer wieder hinterfragt und kann wieder losgelassen werden. Ne? Weil wie viele spirituelle Lehrer werden so hochgehoben, ne? Und dann passiert was irgendwo, kommt irgendein Skandal raus und so und alle Leute denken, oh Mann, guck mal hier, da, das stimmt doch alles nicht und so. Ne? Aber das ist oft nur aus der Position heraus, dass wir die spirituellen Lehrer wie so halten, als wüssten die alles oder würden perfekt sein. Genau. Ne? Und diese Perfektion, die gibt es nicht. Die Perfektion ist außerhalb vom Mind, würde ich sagen. Ne? Die ist auch keine Position. Die ist nicht eine Position, aber es gibt keine Unperfektion. Ne? Sondern die ist außerhalb vom Mind. Und außerhalb vom Mind ist alles in Perfektion. Ist wie so einfach alles in Perfektion. Ja. Und das ist keine Position, die der Mind je einnehmen kann. Ja. Nee, der Mind kann gar nicht perfekt sein. Der ist eigentlich immer in dieser Dualität. Ja. Und das ist keine Perfektion. Also der versucht in der Dualität eine Perfektion zu kreieren und die ist nicht möglich. Ja. Die ist mega anstrengend auch. Ja. Ne? Und der Mensch, solange er in diesem Denken so stark ist einfach nicht perfekt. Ja. Und was finde ich auch noch hilft, ist wirklich da immer der Körper. Ja, genau. Ne? Also wirklich zu schauen, was fühle ich, was empfinde ich gerade, wo sind Spannungen, wo sind Blockaden. Ich finde auch so, auch wenn man einen spirituellen Lehrer zuhört, also was mir immer mega geholfen hat, ist, ich bin sehr in Resonanz gegangen mit meinem Körper. Also wenn ich hier oben nur was verstanden habe, hat sich das für mich nie so gut angefühlt. Und wenn die Wahrheit aber von jemandem, also dann habe ich das wirklich gespürt. Also mein Körper ist in Resonanz gegangen. Ich habe einen tiefen Release gespürt, körperlich, oder habe mich berührt gefühlt, wirklich. Und das war es ist wie tiefer. Ja. Also das ist wie, die Wahrheit ist tiefer. Und die Wahrheit vom Mind ist nur so klein, die ist nur so ein bisschen hier oben. Und die kann manchmal auch Gefühle auslösen, ne? Dass man sich berührt fühlt. Aber das ist auch nur hier oben. Das ist so so ein Berührtsein vom so ein Mind. Kleines. Ne? Das ist dieses, macht euch keine Bilder. Das ist eigentlich so wichtig. Ja. Ne? Also macht euch wie so keine Bilder. Also der spirituelle Weg ist eigentlich einer, der wegnimmt von dieser Mind-Aktivität. Ne? Und der erschafft nicht eine neue Position. Ne? Deshalb bleibt nicht hängen bei dem, ich bin Gott, ich bin erwacht. Ne? Oder ich weiß es jetzt. Ja. Ne? Ich weiß es jetzt weiß ich es. Ja. Das ist eine Position. Ja. Es gibt keinen, der erwacht oder erleuchtet ist. Es ist eine Position, sowas zu sagen. Es gibt nur eine Wahrheit, die geteilt wird. Eine Wahrheit, die tatsächlich jetzt im Moment übermittelt wird. Ja. Und nicht eine Position. So. Es gibt nur, bist du in Kontakt mit dem außerhalb vom Mind? Ne? Redet das oder redet der Mind? Und das ist schön, was du erst gesagt hast über den Körper. Magst du da noch was sagen? Ah ja, mit dem, Und das finde ich halt mit dem Körper, den wirklich mit reinzunehmen, also auch mit diesen ganzen Schwierigkeiten vom Körper. Ne? Dieses, dass man sich hingezogen fühlt, abgestoßen fühlt, also diese ganze Kompliziertheit vom Körper, von den Gefühlen und allem und so. Ne? Aber da ist so viel zu lernen drin, da ist so auch die Lebendigkeit oder das Leben genau in diesem Mess vom Körper, vom Körperlichen, von den Gefühlen. Ne? Die Unsicherheit, die Nervosität, alles das ist von Existenz. Ne? Das ist eigentlich von der Existenz tatsächlich wie gewollt. Ne? Ja, und es ist ja auch eigentlich auch eine wahnsinnige Weisheit in dem drin. Ja. Also oft ist so, dass wir im ersten Moment fühlen, ob was für uns stimmt,
Und dann kommt der Mind und sagt, nee, vielleicht ist es ja doch so. Also wir haben eine wahnsinnige Weisheit, wenn wir auf das hören, auf das Körperliche. Aber meistens hören wir nicht drauf. Ne? Wir sind das gar nicht so gewohnt, in Resonanz zu gehen mit dem Körper. Und deshalb ist eigentlich alles, was wir damit machen, mega schön, weil da ist schon mehr also da ist ja auch schon viel mehr Raum als nur im engen Denken. Und deshalb finde ich auch ganz schön, den Körper mit reinzunehmen. Und ich habe das Gefühl, das bewahrt halt auch von einer Psychose, also von diesem psychotischen Weg und so. Ne? Und wenn Menschen jetzt Probleme haben, halt das tatsächlich zu erkennen, habe ich auch das Gefühl, dass wirklich so diese Non-Dualität oder das Teaching nicht hilft. Also man auch wirklich aufpassen muss, weil einfach nur Bilder erschaffen werden, immer mehr Bilder. Ne? Und was aber hilft und wo also unser Teaching eigentlich sehr hingeht, hier hinzukommen. Also tatsächlich den Raum mit reinzunehmen, den Körper mit reinzunehmen. Ne? All das, wo tatsächlich real ist, also das wirklich Erwachen, ist Realität und nicht Realitätsverlust. Also sobald wir merken, dass wir Realität verlieren, also uns wie so rausziehen aus dieser Realität, ne, können wir sagen, oh, jetzt sind wir auf dem Holzweg, ne? Wir müssen eigentlich wieder hinkommen. Ne? Und da hilft Berührung, ne? Es hilft Auseinandersetzung mit tatsächlich Menschen und so. Lass das zu unserem spirituellen Weg werden dann. Ne? Anstatt non-duale Konzepte im Kopf hereinzunehmen und Bilder zu erschaffen. Ne? Da hilft wirklich Fühlen, Körpermeditationen, ne? Essen, ne? Schlafen, ja, wach sein. Alles, wo man was fühlt, ja, alles, was so, erdig ist halt. Ja. Ne? Das ist eigentlich genauso ein spiritueller Weg, das zu machen. Ne? Und deshalb habe ich das Gefühl, ist das eigentlich so wichtig, dass jeder wie so bei sich schaut. Und da hilft noch, das fand ich bei dir ja auch immer so gut, diese Ausrichtung nach Wahrheit. Vielleicht lass uns da noch ein paar Sachen drüber reden. Diese Ausrichtung nach Wahrheit ist, glaube ich, hat uns mega geholfen. Ne? Dass wir eigentlich in unserer Beziehung oder auch im spirituellen Weg oder auch mit unserem Teaching, was wir teachen, die Wahrheit für uns so das Wichtigste ist. Also dass wir uns wie so nach dem ausrichten. Also wir halten nicht fest an Konzepten, wenn sie nicht wahr sind. Ja. Ne? Ja, und wenn der andere sagt, irgendwie, ne, dann das wirklich in Frage zu stellen, auch wenn es manchmal wehtut und unangenehm ist und mich vielleicht aus der Position rausholt, fühlt sich das aber besser an, als in der Position zu sein. Ne? Ja. Die Wahrheit ist manchmal unangenehm, aber sie bringt dich wieder hierher. Ja. Ne, wenn du merkst, du hast einen Realitätsverlust, ist es viel besser, wieder hierher zu kommen und vielleicht sich dem zu stellen, was real ist, als in diesem Realitätsverlust zu bleiben, weil da geht es dir nicht gut und du gehst immer mehr weg und die Probleme werden vielleicht immer größer, die da sind, als wirklich herzukommen, zu sagen, okay, ist unangenehm, das zu hören, aber es stimmt. Vielleicht könnte man auch sagen, dass man einsamer wird, wenn man in eine Psychose reinkommt, dass sich das vorstellt. Es wird wie so einsamer. Ne? Und die Realität ist immer mehr Verbundenheit. Also man erlebt eigentlich immer mehr Verbundenheit. Mit dem Erwachen und Erleuchtung kommt eine Verbundenheit, ein Einssein. Und das heißt halt auch wirklich Verbundenheit mit Menschen. Und nicht alle Menschen sind schlecht, sondern einfach, doch, ich kann dich fühlen, ich kann dich wahrnehmen. Das ist so viel erdiger. Ja. Deshalb habe ich das Gefühl, es ist halt einfach auch Zeit für diese revolutionäre Spiritualität. Eine Spiritualität, die tatsächlich da ist, ne, und gelebt werden kann. Also man auch wirklich leben kann. Die so mitten im Leben ist, ne, wo du eine Familie haben kannst, wo du deinen Job machen kannst, wo das alles mit reinkommt. Ne? Und, nicht so abgehoben irgendwo. Ja, schön.
Ja, und wir wollen einfach da auch Mut machen, da so zu forschen, ne? Und sich so gegenüber zu suchen oder das in Frage zu stellen. Ja, woran was man kann glaubt. man denn verlieren? Wenn es wirklich wahr ist, was kann man verlieren? Ja, weil uns hat das immer viel mehr Tiefe gebracht. Also wenn wir ein Konzept geopfert haben, ist das Erfahren noch tiefer geworden. Also das Erkennen von dem, was wir sind, das wird noch viel tiefer, wenn wir ein Konzept in Frage stellen oder opfern. Ne? Das ist viel lebendiger, viel, kann man sagen, viel lustvoller das Leben, einfach viel voller. Es wird auch viel voller, kommt ganz viel Fülle rein, ja. Danke.